summarize in such a way that Nuclear Transparency Watch is trying to drive up the costs for nuclear power plants to such an extent that in the end they have to be shut down, which would be a kind of strategy. And would you sign up for this strategy for Nuclear Transparency Watch? If I could partly answer that, it's not necessarily trying to drive up the cost, it's trying to drive up the transparency. Yeah, and that will have consequences which might be cost related, might be otherwise. And it's important, it's just a footnote to what I said earlier about Hinkley. That's not about nuclear yes or no, it's about public participation in the process. Ich würde so sagen, es treibt nicht so die Kosten in die Höhe, Nuclear Transparency Watch, sondern die Transparenz, was natürlich im Endeffekt auch die Kosten hochtreiben könnte. Und um auf das Beispiel Hinkley Point zurückzukommen, da ging es ja darum, die Öffentlichkeitsbeteiligung zu vergrößern und nicht um Ja oder Nein zu Hinkley Point. Das sehe ich auch als... Sorry, yeah. I'm taking a minute and I cannot read all your names, so if you can, everybody can just briefly present with the name and the surname, him or herself. Helmut Wesolek, Greenpeace. Ich denke, wenn man es gleich am Anfang sagt, dass man die Kosten in die Höhe treibt, um Anlagen abzuschalten, dann ist man parteiisch. Wenn man aber den Sicherheitsaspekt und den Öffentlichkeitsaspekt in den Vordergrund setzt, dann kommt zwangsläufig ein höherer Kostenfaktor raus, der dann zum Abschalten führen könnte. Die Frage, wird es wirklich abgeschaltet, ist dann immer noch eine politische. Und die Frage der Politik, wie viel Kapital setzen wir überhaupt ein? Also ich würde mich davor hüten zu sagen, wir wollen das Abschalten als oberste Priorität setzen. Ich würde immer über die Sicherheit gehen. Denn dann wird man nicht von Anfang an als parteiisch angesehen. I would like to say like this, if we say we look into safety to drive up the cost and have it shut down, means taking a stance right away. But if we say we are mostly interested in public participation and safety, it's simply more objective, and of course it might drive up the costs. But in the end, the decision to shut down or not is a political question. Darf ich mal eine kurze Zwischenbemerkung machen? Wir haben umswitchen müssen auf Konsekutivübersetzung. Uns läuft die Zeit dafür. Also ich will jetzt nichts unterbrechen, aber nachdem wir jetzt sowieso schon die Zeit so weit ausgedehnt haben, begrüße ich jetzt noch Bürgermeister Henri Cox von Remerschen. Remerschen ist richtig? Perle der Mosel. Genau, wir sind gestern durchgefahren, ein sehr schöner Ort. Sorry to interrupt the discussion, but we have to continue. And I also want to welcome the mayor of Remerschen at the Mosel, who now joined us. Also Wolfgang, ich habe nur einen Satz, um das vielleicht zu Wolfgang Müller, um das abzuschließen. Wir wollen 100% Sicherheit und 100% Sicherheit erreichen wir nur durch Abschalten. Perhaps I could summarize it. We want 100% safety, which we can reach only by shutdown. Okay. Gut, ich glaube, wir gehen weiter mit den Vorträgen. Nächster Sprecher ist Andrej. So let's continue. Next speaker is Andrej, Klemenc from REC Slovenia. So REC stands for the Regional Environmental Center of Central and Eastern Europe. I'm from the Ljubljana branch office, and I am now engaged as a kind of the secretary of this emergency preparedness and response working group of MTW. Ich arbeite für REC, das ist Regional Environmental Center, und ich bin jetzt Generalsekretär für die Arbeitsgruppe zum Katastrophenschutz bei MTW. So I will in brief present the main strategy of how to come to improve safety and transparency of the nuclear power plants in Europe. Ich möchte kurz über die Strategie zur Verbesserung von Transparenz von Atomkraftwerken in Europa zu sprechen kommen. So we decided we will not ignore what the Commission is commissioning. So we will take very seriously what the Commission is doing in the field of emergency preparedness and response. Wir werden nicht einfach ignorieren, was die Kommission in diesem Bereich unternimmt.
welche Studien sie dazu gestellt und werden uns ansehen, was im Bereich Katastrophenschutz untersucht wird. But we also decided we will not only focus on what they propose, on what they find out and what they propose to improve. Wir werden auch nicht nur uns darauf beschränken, was Sie von Ihrer Seite zur Verbesserung vorschlagen, but also if their concept and approach to safety really brings to better safety itself. sondern wir werden uns das Konzept ansehen, das Sie eben für Sicherheit bringen, ob das überhaupt zur Verbesserung von Sicherheit beitragen kann. But let's say for the beginning, one of the tasks of our working group is a critical review of recently published EU Commission study, review of current off-site nuclear emergency preparedness and response arrangements in EU member states and neighboring countries. Wir wollten uns auch ansehen, wie die Studie, die Generaldirektion Energie im Jahr 2013 anfertigen lassen, was drin enthalten ist. Diese Studie befasste sich mit dem Katastrophenschutz und den Notfallhilfe in EU-Staaten und Nachbarstaaten im Fall von Unfällen, und zwar nur das Offsite, das heißt außerhalb der Atomkraftwerksareale. So I may say that we have won the first battle. Namely, the Commission has, under the pressure of Michel Revasi and the people in NTV, decided to make this study really publicly available. Also die erste Schlacht haben wir gewonnen, weil auf Druck von Michel Revasi und anderen in NTV einmal diese Studie veröffentlichen mussten. So we have now access for 1 week. We have access to this. I guess it's about 1 week when it begins. Yeah. For 1 week now we have a full access to the study. Seit einer Woche haben wir vollen Zugang zu dieser Studie. And we will take a deep investigation. Also, the objective of this study was, let's say, adequate. Wir werden uns ansehen, ob die Aufgabenstellung dieser Studie angemessen ist. But let me now first say some very briefly about this study, which will present the first one of the assessment of this study. This is one of our tasks. So the major, they are quite honest. They say this study is based on the top level desk office work. So it's not the study on how these nuclear provisions are and arrangements are implemented in reality, but it's just a check what is on the paper. Die Studie ist auch ganz offen zu sich selber. Es steht drinnen, es wurde gar nicht die praktische Umsetzung der Notfallmaßnahmen angesehen, sondern es ist eigentlich eine Papierübung, es wird untersucht, was gibt es denn überhaupt. And of course one can ask then why then wasting so much money for paperwork, but nevertheless we will not go into this. We will focus on the findings of the study, and let me here just mention what are the most important and I believe also relevant. So the study finds out that current arrangements and capacities for off-site nuclear management emergency are broadly compliant with European legislative requirements. Also gehen wir gleich über zu den Schlussfolgerungen der sogenannten ENCO-Studie, die dann meint, dass also die aktuellen Vorkehrungen für den Katastrophenschutz bei den Atomkraftwerken im Großen und Ganzen mit der europäischen Legislative übereinstimmen, beziehungsweise den nicht verpflichtenden internationalen Abkommen. So we will carefully check if this is only a general statement or they have also undertaken some efforts to see where this compliance is not the case.
Ja, wir werden uns jetzt anschauen, ob Sie in der Studie diesen Satz halt einfach drinnen haben oder auch wirklich im Detail überprüft haben, in welcher Form, wo diese internationalen oder EU-Vorschriften tatsächlich dann umgesetzt sind. So there is then one they mentioned as the most significant inconsistency, a general lack of strategies and arrangements for long-term protective measures and return to normality following an emergency. Also das größte Problem wurde daran gefunden, dass es generell keine Strategien und Vorkehrungen gibt für die Schutzmaßnahmen in einem längerfristigen Zeithorizont beziehungsweise die Rückkehr in die Normalität nach einer solchen Katastrophe. On our Inception seminar in Paris in February this year, we however find out that there is at least one similar important or more important inconsistency. That there are no actual operational emergency plans immediately after the disaster. Wir haben allerdings schon beim unserem Seminar in Paris im Februar festgestellt, es gibt noch einen weiteren Mangel, nämlich es gibt keine Pläne für den unmittelbaren Weiterbetrieb nach einer Nuklearkatastrophe. Maybe it's not correct to say that there are no plans, but there are no evidences that there are in general and broadly in general and effective plans that can effectively operate under the circumstances that happened in Fukushima, for example. Also man kann nicht sagen, es gäbe keine Pläne. Es ist korrekter zu sagen, es ist nicht nachgewiesen, dass diese Pläne unter den anzunehmenden Bedingungen nach einer Nuklearkatastrophe wie zum Beispiel Fukushima auch tatsächlich funktionieren würden. So from the third key finding, one should, let's say, a little bit speculate about the strategic reasoning or the strategic intentions of this study. Das heißt, an der Stelle muss man sich jetzt nach der strategischen Ansatz dieser Studie fragen. Because they say, okay, the member states are taking very different approaches to technical implementation of nuclear safety. Das ist einerseits hat sie die Annahme, dass also Mitgliedstaaten verschiedene Formeln haben bei der Umsetzung von technischer nuklearer Sicherheit. That might be technically adequate and justified. Die können zwar technisch angebracht und richtig sein, but this undermines public confidence. If the people in one country see that, for example, the emergency planning zones are based on the different principles or are different size as in the other country, then this undermines public confidence, and I believe the main, or what is behind the study is, the main goal is to increase public confidence in nuclear power in general. Man muss halt sehen, dass eben auch wenn das technisch richtig ist, aber wenn natürlich die Öffentlichkeit in dem einen Land sieht, dass in einem anderen Land die Havariezonen, die Notfallzonen größer oder kleiner sind, so unterminiert das natürlich das Vertrauen der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das Ziel dieser Studie natürlich ist, das Vertrauen in die Nuklearindustrie zu verbessern. This is a legitimate objective. We cannot discuss this, but for example, we also in Paris we find out that there are lots of potential for improvements in terms and making the whole system more efficient by sharing of resources and capacities, let's say on the regional level or between the two countries. And in this we agree with findings of the INCO study. Die Erhöhung des Vertrauens in die Nuklearindustrie, das ist ein legitimer Anspruch, aber schon in Paris haben wir dann gesehen, dass natürlich die Verbesserung